Der Tod ist der Höhepunkt des Lebens, sagt man in Wien. Die Trauer um den Verstorbenen war immer schon inszeniert für die Nachwelt. Aber alle Trauer hat auch immer schon einen Ort gebraucht, an dem man erinnern und gedenken kann. Friedhöfe sind diese Orte der Erinnerung. Und sie sind Orte des Eingedenkens, denn wir werden uns auf ihnen bewusst, dass das Leben endlich ist. Darum wurden Tote mit mythischen Figuren identifiziert, wie auf diesem Sarkophag aus dem antiken Rom. Und früher schon, in der griechischen Antike, hat man bereits im Mythos das Symbol dafür gesehen, dass der Mensch den Göttern gleichen und zu ihnen aufsehen könne. Aber warum glaubt die Mutter aller heroischen Epochen, die heidnische Antike, nicht an das Jenseits? Warum inszenieren die, die es sich leisten konnten, ihre Erinnerung an den Hauptstraßen und Plätzen des Reiches? Warum errichteten sie Grabmonumente so groß wie ein Wolkenkratzer? Und warum sind die christlichen Gräber im Gegensatz dazu so menschenleer unter der Erde gelegen? Warum ist die heidnische Antike so bildmächtig? Die heidnische Antike ist modern und massenwirksam. Die Porträtbüste eines Cäsaren zeigt einen Großstadtmenschen und der skulptural reich geschmückte Musensarkophag aus dem 2. nachchristlichen Jahrhundert lässt durch die dargestellten Musen zweierlei ausdrücken. Dass der Verstorbene gebildet war, also Steter, und stets nach Wissen und ethischen Werten gestrebt habe. Auf diesem Sarkophag ist der Verstorbene zweimal dargestellt. Mit Tunika und Toga bekleidet, dem Gewand des römischen Bürgers, reicht er seiner Gemahlin die Hand. Daneben erscheint er ein zweites Mal in der Rüstung des Feldherrn und mit einer Spendenschale in der Hand beim Opfer. Es ist das Zeichen der frommen Pflichterfüllung gegenüber den Göttern. Und so erscheinen im Hintergrund der ganzen symbolischen Szene die Eintracht und die Demut als Personifikationen der römischen Tugenden. Die heidnische Antike ist bildgewaltig. Sie baut auf dem Schatz von Mythen der griechischen Antike auf. Er transzendiert das tragische Schicksal der Bestatteten in eine Sphäre der Entrückung, die der Memoria. Rom ist die Metropole eines Weltreiches, eine Millionenstadt, in der die Kaiser einen gottähnlichen Status erlangt hatten und sich um das Jenseits keine Sorgen machten. Sie herrschten im Hier und Jetzt und das Lebensmotto im Rom ist: Lieber im Diesseits ein Knecht, denn im Jenseits ein Herr. Die römische Elite, zu der die Bürger und die Aristokraten gehörten, stand den Christen und ihrer Vorstellung vom Jenseits verständnislos gegenüber. Die antiken Polisreligionen kannten die Hinfälligkeit des Diesseits nicht. Die Ungerechtigkeit, der Tod gehörte zum Leben und das war Teil der Besiegten, der Sklaven, der Frauen und Kinder. Und natürlich gab es welche, die dann die Schichten wechselten. Vergeblich waren alle Bemühungen, aber als Römer, die die Welt besiegt hatten, kannten das nicht. Das war nicht ihre Sache. Das war Sache der Unterdrückten. Und sie haben deswegen auch die Christen nicht verstanden. Die römische Antike beherrschte das Land, das in große Landgüter aufgeteilt und von Sklaven bewirtschaftet wurde. Diese hatten kein Stadtrecht, keinen Namen und keinen Zugang zu den antiken Heiligtümern.
Sie existierten praktisch nicht und für ihre Leichname wurden keine Zeremonien abgehalten. Sie wurden anonym und in Massengräbern bestattet. Für sie gab es keine Memoria, keine Erinnerung. Rom entwickelte sich zur Weltmacht und hat das ganze Mittelmeer erobert. Und damit wurde die römische Gesellschaft zur Oberschicht, zur Elite dieses ganzen Weltreiches. Und sie basiert darauf, auf diesem Unterschied. Sie feiern sich selber und sie feiern ihre Religion, wie man bereits bei Polybius vor Christus lesen kann, aber dann später bei Municius Felix, als sie hätten das bekommen, weil sie den Göttern besser und mehr gedient hätten als andere Völker. Die antike Stadt duldet die Toten nicht innerhalb ihrer Mauern. Für die römische Antike ist der tote Körper unrein, also darf er nicht in der Nähe heiliger Stätten beigesetzt werden. Er wird gewaschen und einbalsamiert auf seine Reise vorbereitet, aber er muss die Stadt verlassen. Rom war dicht bebaut. Die Menschen drängten sich durch die Straßen an den überall zu findenden Tempeln vorbei. Außerhalb der Stadtmauern aber begann gleich die Campagna Romana, durchschnitten von der Via Appia, der wichtigsten Handelsstraße des antiken Rom. Überreste antiker Vorstadtresidenzen wie die des Maxentius sind erhalten. Sie sind auf Hügeln errichtet worden, um das Land überblicken zu können. Praktisch vis-à-vis ist das Mausoleum der Caecilia Metella erhalten. Es ist ein 11 Meter hoher zylindrischer Bau, der weithin sichtbar errichtet wurde und den Status der Familie darstellen sollte. Caecilia Metella war Frau des Crassus, dessen Vater 72 nach Christus den Spartakusaufstand niedergeschlagen hatte. So mischen sich die Villen der Aristokraten und die Mausoleen der Aristokraten entlang der Via Appia. Die Grundstücke waren begehrt und die Bodenspekulation trieb die Preise. Das Prinzip der spätantiken heidnischen Memoria ist denkbar einfach. Um von der Nachwelt erinnert zu werden, nützte es, die eigene Grabstätte dort errichten zu lassen, wo zwangsläufig die meisten Menschen vorbeikommen mussten und man schon von fern wahrgenommen wurde. Die Hanglage an der größten Ausfahrtsstraße symbolisiert also auch topografisch, dass diese Toten hier, die Metelli und die Crassi, beanspruchten, niemals vergessen zu werden. Auch die Engelsburg ist ursprünglich ein Grabmausoleum, das Kaiser Hadrian zu seinem Gedenken errichten ließ. Es hat kein menschliches Maß. Es ist ein Monument wie ein früher Wolkenkratzer. Der wurde in der Stadt zugelassen, weil die Kaiser inzwischen den Göttern gleichgestellt waren. Einer der Ursprungsmythen der antik-heidnischen Welt regelt dieses Verhältnis von Unsterblichen und Sterblichen. Der gewaltige Fries des Tempels der Stadt Pergamon, die als das zweite Troja galt, zeigt den Kampf der olympischen Götter gegen die Giganten, die die Mächte des Chaos verkörpern. Die Giganten können aber nur besiegt werden, wenn ein Sterblicher den Göttern zu Hilfe kommt und dadurch unsterblich wird. Das ist Herakles. Und auf seine Erbfolge baut künftig die Legitimation aller politischen Herrschaft in der antiken Welt auf. In diesem Kampf auf Leben und Tod sind die Götter und Göttinnen entsprechend ihrem Wesen dargestellt. Ihre Körper und Muskeln sind in voller Anspannung. Und sie versuchen immer wieder, die Giganten von der Erde, die sie schützt, wegzureißen. Die Giganten haben lange Haare und einen wilden Ausdruck. Obwohl sie noch kämpfen, wird in ihrer Darstellung schon der Tod vorweggenommen. Eine Göttin schlägt mit dem Schwert auf einen der Giganten ein, der vor ihr niedersinkt. Ein Löwe, das hier den Göttern zugeordnete Tier, hat den Fuß eines anderen gepackt. In dieser Szene kämpfen zwei Giganten gegen die Göttinnen Hekate und Artemis. Hekate kämpft mit Fackel, Schwert und Lanze. Im rechten Teil der Szene hat Artemis Pfeil und Bogen auf einen nackten Giganten gerichtet,
während ihr Jagdhund einen anderen zu Tode beißt. Das den Zeitgenossen vor Augen geführte Elend des Besiegten ist als physischer Triumph über starke Gegner konzipiert. Die Körper sind von einer überaus sinnlichen Präsenz, die diesen Sieg sehr real erscheinen lassen. Der Sieg wird ewiges Andenken nach sich ziehen. Die Darstellung impliziert in keinem Augenblick ein Gefühl von Mitleid. Dargestellt ist der Triumph der Sieger. Alexander der Große verlangt schon zu Lebzeiten eine kultische Verehrung. Er ist ja von seiner Zeus-Sohnschaft offenbar fest überzeugt gewesen, nachdem er also eingangs seines großen Feldzuges in der Oase Siwa das Ammons-Orakel befragt hat, dass ihm diese Zeus-Sohnschaft offenbar ja auch bestätigt oder verkündet hat. Und er verlangt schon zu Lebzeiten eben kultische Verehrung. Das war etwas, was die zeitgenössischen Athener zur hellen Empörung getrieben hat. Wir können dann aber sehen, wie sich das nach dem Tod Alexanders dann im gesamten griechischen Kulturkreis sehr rasch durchsetzt. Und schon im 3. Jahrhundert vor Christus ist es gängige Münze, dass auch bürgerliche Verstorbene als Heroen bezeichnet werden und dass die ganze heroische Ikonographie, ja, die Ausstattung mit Waffen, mit Pferden, die Schlange als heroisches Symbol eben in einem rein bürgerlichen Kontext auftaucht und sich das dann im Hellenismus so inflationär verbreitet, dass es einer weitgehenden Entwertung dieser Bildformeln kommt. Die Jenseitsbilder der Antike orientierten sich in vielerlei Hinsicht an Verhältnissen der realen Welt. Das andere, der Hades oder Orkus, hatte eine Landschaft und ein Klima, die Erfahrungen im Diesseits reflektierten. Der griechische Mythos stellte sich die Orte in der Regel im Erdinneren vor. Es war nicht warm und hell, sondern feucht und kalt. Dieses Reich des Jenseits wurde durch den Grenzfluss Styx vom Reich der Lebenden getrennt. Der Götterbote Hermes brachte den Verstorbenen an das Ufer, dort nahm ihn der Fährmann Charon in Empfang und setzte ihn über in das Jenseits. An sich beschäftigt sich die griechische Antike danach nicht weiter mit den Toten. Aber es gibt die Vorstellung von einem See der Erinnerung und von einem gerechten Jenseits bei Platon. Als später die römische Antike die Mythen modifizierte, wurde aus der nasskalten Hölle eine Feuerspeinde. Das war inspiriert von dem Vesuv und der Landschaft am Golf von Neapel, wo die reichen Römer ihre Ferienvillen hatten. Die attische Antike hatte keine durchgängige und von allen anerkannte Jenseitsvorstellung. Es gibt auf der einen Seite die Vorstellung, die wir in der Nekyia in Homers Odyssee berichtet bekommen, wo die Menschen als Seelen, Psychai, überleben und sie sind schattenhaft dargestellt. Sie bilden irgendwie einen Nebel, den man nicht fassen kann und sie jammern und klagen. Das Totenreich ist als Ort des Jammers beschrieben. Das ist die eine Vorstellung. Die andere Vorstellung, die wir haben, ist die der Inseln der Glückseligen, in die man aber nur durch besondere Gunst der Götter aufgenommen wurde. Es bestand aber das Bedürfnis nach einem besseren Jenseitslos und das versprachen die Mysterienkulte. Ein griechisches antikes Grabrelief, eine Abschiedsgeste, ein Priester, 2 Soldaten. Im Gegensatz zur römischen Antike geht es nicht um individuelle Identität, sondern um Symbole für die Zugehörigkeit zum Oikos, zur Familie. Diese wird den Tod einzelner Mitglieder überdauern und darum ist sie das Fundament der Polis, der Stadt. Später dienen solche Darstellungen von Pferden und Pferdewagen bereits als individuelles Statussymbol. Denn Pferde besaßen nur wohlhabende und aristokratische Familien. Also wir können für das klassische Athen sehr deutlich zeigen, dass eben Reichtum die Conditio sine qua non war, um wirklich repräsentieren zu können. Denn die großen Grabbezirke, die in auffälliger Position an den Ausfallstraßen lagen, werden sehr teuer gewesen sein.
Wir können zeigen, dass der künstlerische und architektonische Aufwand für solche Grabterrassen ein enormer war, der sich vor allem im Laufe des 4. Jahrhunderts immer wieder gesteigert hat, bis eben zu tempelartigen Konstruktionen mit zum Teil sogar überlebensgroßen Skulpturen. Und wir können auch ungefähr ermessen, wie hoch der finanzielle Aufwand war. Also für ein großes Grabrelief musste man etwa so viel zahlen wie für ein kleines Haus im klassischen Athen. Das macht also schon deutlich, dass die Familien, die das Geld hatten, bereit waren, für ihre Selbstdarstellung in den Nekropolen sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Das ändert sich grundlegend im antiken Rom. Ein Relief zählt Kriegstrophäen zum Ruhme des Verstorbenen auf. Und das Reiterbild, das einen römischen Beamten darstellt, meint dessen Status als Kern der Erinnerung. Das Porträtrelief eines römischen Ehepaares. Es waren Freigelassene, die zu ihrer Erinnerung das angeben, was sie als Bürger auszeichnete. Sie hatten einen Namen. Das Grabrelief stammte von der Via Appia, wo es aufgestellt war wie dieses hier. Es sollte Zeugnis geben, dass sie existiert hatten. Verglichen mit den römischen Aristokraten und ihren Monumenten waren sie kaum wahrnehmbar. Sie stammten nicht von einem Crassus oder Pompeius ab, aber man konnte ab jetzt sich ihres Namens erinnern. Den Traum vom Aufstieg von der unteren Mittelschicht bis in die Sphären des Luxus kann man heute am besten in Ostia Antiqa studieren. Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus erlebte das Handelszentrum an der Tibermündung, nicht weit entfernt von der Metropole Rom, einen enormen Aufschwung. Neubürger und Neureiche kauften Grundstücke, die sie in Rom nicht hätten bezahlen können. Sie demonstrieren, welchen Standard der römische Wohlstand am Ende erreicht hatte. Die Villen hatten Nymphäen mit abwechselnd halbrund und rechteckigen Nischen. Die Thermen der 7 Weißen wurden, durchaus modern, für die Bewohner zweier Wohnanlagen erbaut. Der große runde Raum war einst mit einer Kuppel überdacht, ein wirklich luxuriöses Spa. Das Bodenmosaik zeigt Szenen von wilden Tieren und Jägern, die eingefasst sind von Mustern aus Pflanzen und Spiralen, die arabeske Formen bilden. Es fehlte wirklich an nichts. Die, die sich das leisten konnten, bedurften offensichtlich nicht des Jenseits. Sie waren Sieger. Die anderen, die unterlegen waren, verloren dagegen ihren Namen. Die Christen geißelten es als Hybris. Für die römische Elite aber war es die Apotheose des Hier und Jetzt. Sie wollten von dem Jenseits der Unterprivilegierten nichts wissen. Und nie hätten sie gedacht, dass diese sie schon bald beerben würden. Der Luxus der römischen Oberschicht oder auch der antiken Oberschicht ist nicht verallgemeinerbar. Das konnte man sehen, das wusste jeder. Das war insofern keine Utopie, keine Perspektive. Als Einzelner konnte man sich durcharbeiten. Aufstiegsmöglichkeiten gab es sicherlich, aber sehr begrenzt. Das Christentum verspricht demgegenüber eine andere Erlösung. Es hat ein anderes Lebenskonzept, nämlich jeder soll in seinem Stande zufrieden sein und kann in diesem Stande auch als Sklave ein glückliches und zufriedenes Leben führen und braucht sich von der Armut, von den Bedrängnissen, von den Zurücksetzungen, braucht er sich nicht tangieren lassen. Das Christentum lehrt, wie man mit sich selber, mit Gott und damit auch mit sich selber in Übereinstimmung leben kann. In Harmonie würde man heute vielleicht sagen, mit sich selbst sein kann. Und dieses Versprechen hat offensichtlich auch Angehörige der römischen Oberschicht fasziniert. Die Via Appia am Drususbogen. Der Legende nach trafen die Apostel Petrus und Paulus auf der Via Appia zu Fuß in Rom ein. Und später soll Christus hier Petrus erschienen sein, woraufhin dieser nach Rom zurückkehrte und hingerichtet wurde. Lange glaubte man, dass die Katakomben an der Via Appia Zufluchtsorte für verfolgte Christen gewesen seien. In Wirklichkeit aber waren sie ausschließlich Grabstätten und dienten der Beisetzung. Die Calixtus-Katakomben
sind ein exklusiv den Christen vorbehaltener Friedhof. Es gab Gemeinschaftskassen, um den noch ärmeren Mitbrüdern würdige Begräbnisse zu ermöglichen. Die ersten Grabkammern verzichten darum, ganz im Unterschied zur Oberwelt, auf allen Luxus und jede Repräsentation. Die hier bestattet wurden, waren nicht wohlhabend, und das Einzige, was an sie erinnert, war ihr Name und ein Schriftzeichen oder ein Text. Es sind, ganz bewusst so angelegt, Gemeinschaftsgräber. Und die Christen geben ihnen eine positive Bedeutung. Sie versehen den Status der Besitzlosigkeit mit der moralischen Kraft der Solidarität. Das Christentum verspricht eine Erlösung von den Sünden und von dem Schuldbewusstsein für alle Menschen. Es verspricht weiterhin ein ewiges Leben und die Auferstehung des Fleisches und damit eingeschlossen auch ein zufriedenes, glückliches Leben. Und es verspricht gleichzeitig, dass man auch in dieser Welt ein zufriedenes, glückliches Leben führen kann. Und das, was man darin nicht kann, da ist man auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade angewiesen. Der wird sie aber allen geben, die an ihn glauben. Durch den Glauben wird man erlöst. Die Ruhestätten in den Katakomben bringen ganz das christliche Selbstverständnis zum Ausdruck. Sie bieten vorläufig Ruhe vor der Auferstehung. Das Streben nach individueller Selbstdarstellung wurde hier also bewusst ausgeschlossen, und die zu Beginn wenigen Inschriften geben den Namen und manchmal noch den des Stifters. Das Gangsystem wurde immer weiter ausgebaut, auch weil die Grabgrundstücke oberhalb der Erde immer teurer wurden. Einzelne Grabkammern, sogenannte Kolumbarien, enthielten viele gleich große Grabnischen. Dies ist die Inschrift für Apollia Chrysopolis, die im Alter von 7 Jahren gestorben ist und deren Eltern ihr diesen Grabstein setzten. Auf wenige Buchstaben stößt man. Manchmal sind nur noch Scherben, Steinsplitter übrig. Zuletzt waren die christlichen Toten zu Hunderttausenden in einer Nekropole gefangen, die sich nicht messen konnte mit den Monumenten der römischen Elite. Stattdessen findet man die Worte Ruhe in Frieden und immer wieder das Symbol der Taube und des guten Hirten. Und zwar hat er die Rolle gespielt eines bukolischen Arkadiens, in dem zwischen Mensch und Tier ein Frieden herrscht, in dem Harmonie und ein sanftes, nicht konfliktreiches, einvernehmliches Leben sich ereignet. Also der gute Hirte ist ein Zeichen für ein Jenseits, schon im heidnischen Zusammenhang, in dem die Konflikte überwunden sind. Die Gläubigen verwenden stattdessen den antik-paganen Grabschmuck, um Status und Ansehen zu demonstrieren. Jagdszenen sind heidnische Motive, die nichts anderes als den Wunsch nach Muße und Unterhaltung illustrierten. Über der Tierszene hat sich ein Ehepaar porträtieren lassen. Idealtypisch und individuell will es als römische Bürger erinnert werden. Die überlieferte Beschreibung von einem der Kirchenväter, dem heiligen Hieronymus, dass es dunkel und düster in dieser Nekropole gewesen sei, trifft im 4. und 5. Jahrhundert sicher nicht mehr zu. Bankette wurden schon in der heidnischen Antike von den Hinterbliebenen für sich und für die Verstorbenen veranstaltet. Und das ewige Gelage ist gleichbedeutend mit ewiger Muße. Und das ist ein durchaus handgreifliches Bild des Paradieses, das das Christentum von der heidnischen Kultur erbt. Dennoch ist die Verehrung der Märtyrer und Bischofsgräber in der frühen Zeit des Christentums noch nicht monumental. Die Grabkrypta von 9 Päpsten im 1. Bezirk der Calixtus-Katakomben ist trotz der Marmorsäulen verhältnismäßig schlicht. Die Christen lebten in einer ursprünglichen Heilserwartung, die sie von ihrem irdischen Jammertal lösen sollte. Sie haben auf materielle Vergegenwärtigung von Liturgie, von Heil und all dem zunächst abgesehen. Eine rein spirituell wortbezogene Religion,
die dann Ende des 1. Jahrhunderts, im 2. Jahrhundert, dann vor allem im 3. Jahrhundert, aber sich auch materieller Zeugnisse bedient, in dem Moment, in dem die unmittelbare Heilserwartung, die Wiederkehr Christi, sich hinauszögerte. Das Christentum musste lernen, sich in der Zeit einzurichten, mit der Einrichtung in der Zeit und mit der Einrichtung in Bezug auf eine Zukunft hier auf Erden, wurden irdische, materielle Zeichen wichtiger. Aus dem Totenreich unter der Erde, der größten Nekropole der damaligen Zeit, hat ein Zeichen seinen Siegeszug in der spätantiken Welt angetreten. Alle späteren Symbolik kann sich auf diesen topografischen Index beziehen. Ihr da oben, wir da unten. Die antike Apotheose des Diesseits wurde von dieser verächtlichen Gemeinschaft im Dunkeln und von diesem unscheinbaren Symbol, das für die Überwindung des Todes steht, besiegt. Und die Zukunft beginnt also im Zeichen des Kreuzes.